Deutsch lernen durch Hören. Erdbeeren selbst pflücken. Anita packt 2 große Körbe in den Kofferraum des Autos. Die Kinder hüpfen glücklich auf und ab. »Sollen wir losfahren ins Erdbeerland?« fragt die Mama ihren Sohn und ihre Tochter. Laut schreien die Kinder »Ja!« Sie setzen sich in das Auto und fahren nur 10 Minuten. Vor dem grünen Feld steht ein Zelt. »Ihr wisst, wie das Erdbeerland funktioniert?« fragt die alte Dame. Anita nickt und ihre Kinder laufen schon zu den Erdbeeren. »Wir pflücken selbst von den Pflanzen und alles, was wir direkt auf dem Feld essen, müssen wir nicht bezahlen, stimmt's?« meint Anita. Die alte Frau nickt. »Das, was ihr in euren Korb gebt, wiegen wir nachher ab. Ihr zahlt pro Kilo.« Anita bedankt sich und geht zu ihren Kindern. Ihre Münder sind schon rot. »Schmeckt es?« fragt die Mutter lachend. Aber die Kinder konzentrieren sich nur auf die Erdbeeren. Heute ist es nicht so heiß und ein bisschen bewölkt. Das ist das beste Wetter, um im Erdbeerland zu sein. Anita und ihre Kinder pflücken viele der Früchte und geben sie in den Korb. Die Mutter freut sich nicht nur über die Erdbeeren. Das Erdbeerfeld ist nah an der Stadt, aber es ist in der Natur. Hier kann sie der Hektik der Stadt entfliehen. Herrlich! Tandem. Chris ist glücklich. Seit einem Jahr lernt er Spanisch und er will die Sprache sehr gut können. Heute trifft er sich mit Juan. Er kommt aus Kolumbien und Spanisch ist seine Muttersprache. Juan lernt gerade Deutsch. Da kann ihm Chris sehr gut helfen. Immerhin ist er Deutscher. Auf Facebook haben sich die beiden in einer Tandem-Gruppe kennengelernt. Dort kann man Menschen suchen, mit denen man Sprachen lernen kann. Tandem ist ein besonderes Konzept. Chris lernt Spanisch mit einem Muttersprachler und Juan lernt Deutsch mit einem Muttersprachler. Sie treffen sich in einer Kneipe und wollen ein Bier trinken. Die erste halbe Stunde reden sie auf Deutsch. Chris fühlt sich schlecht, denn Juans Deutsch ist schon sehr gut. Sie reden fast normal miteinander. Schließlich sprechen sie auf Spanisch weiter. Am Anfang hat Chris ein wenig Angst, doch schon bald geht das Reden gut. Nach 10 Minuten hat er schon ein paar neue Wörter gelernt und auch verwendet. Die 2 Männer haben sehr viel Spaß. Am Ende bedanken sie sich beieinander. »Wann treffen wir uns das nächste Mal zum Tandem?« fragt Juan Chris. Er freut sich, dass Juan auch etwas gelernt hat. Nächste Woche? Mit Juans Hilfe wird Chris sicher schnell sehr gut Spanisch sprechen. Schimpfwörter. Ella ist sauer. Schon wieder hat Lukas sie im Unterricht geärgert. Schlagen darf sie ihn nicht. Aber was soll sie jetzt machen? Ella sagt, »Hör auf, du Arschloch.« Lukas schaut sie überrascht an. Aber auch die Lehrerin hat das gehört. Sie möchte mit Lukas und Ella nach dem Unterricht sprechen. Nach der Stunde gehen die beiden zur Lehrerin. Sie erklärt ihnen, dass man niemanden ärgert und auch, dass man keine Schimpfwörter sagen darf. Schimpfwörter sind Wörter, die andere als etwas Schlechtes bezeichnen und werden als Beschimpfung benutzt. Schimpfwörter werden am häufigsten verwendet, wenn sich Menschen streiten. Denn Schimpfwörter können auch wehtun, ohne zu schlagen. Deshalb will man seinen Ärger so zeigen. Aber dafür können Menschen 1 Jahr ins Gefängnis kommen. Trotzdem werden Schimpfwörter in Deutschland von fast jedem gesagt. Sogar von Kindern wie Ella. Die meisten Menschen würden deshalb nie zur Polizei gehen. Das erklärt die Lehrerin den Kindern. Ella bekommt in der Schule eine Strafe dafür, dass sie Arschloch gesagt hat. Auch Lukas bekommt eine Strafe, weil er Ella geärgert hat. Die beiden sind wieder Freunde. Ella weiß jetzt, dass man Schimpfwörter nicht sagen darf.
Die peinliche Stille. Ich liebe Wörter. Ich habe sicher schon 2000 Bücher in meinem Leben gelesen. Außerdem habe ich schon selbst Bücher geschrieben und sie auch verkauft. Ich liebe also das geschriebene Wort, aber das Gesprochene ist manchmal sehr schwierig für mich. Wenn ich auf einem Date bin, ist es besonders schlimm. Dann sitze ich mit dem Mann an einem Tisch und weiß oft nicht, was ich sagen soll. Und er auch nicht. Vor jedem ersten Date habe ich Angst vor dieser peinlichen Stille. Heute habe ich sie auch. Um 18 Uhr treffe ich mich mit Johannes zum Abendessen. Davor schminke ich mich und ziehe mir einen Rock an. Auch er hat sich schön gemacht und sofort beginnt der Smalltalk. Schließlich kommt der Moment der peinlichen Stille. Wir wissen beide nicht, was wir sagen sollen. Plötzlich fällt mir der Löffel mit der Suppe aus der Hand und ich bin von oben bis unten voll. Johannes lacht laut und ich stimme mit ein. Das Eis ist gebrochen. Während des ganzen Abendessens kommt es zu keiner peinlichen Stille mehr. Danach gehen wir spazieren. Zuerst reden wir über Gott und die Welt. Doch dann werden wir leise und sagen nichts mehr. Aber es ist keine peinliche Stille. Ich genieße die Stille mit ihm zusammen. Es ist wunderschön. Mit Liebe gemacht. Obwohl ich schon erwachsen bin, esse ich gerne bei meiner Mutter. Ich besuche sie sehr oft. Meine Mutter ist die beste Köchin der Welt. Mit ihrem Talent könnte sie eine professionelle und berühmte Köchin werden, aber stattdessen wurde sie Lehrerin. In ihrer Freizeit kocht und probiert sie neue Rezepte aus. Meine Mutter erfindet sogar neue Rezepte. Sie schreibt diese auf und veröffentlicht sie im Internet. Viele Leute verfolgen die Beiträge, die meine Mutter postet. In ihren Beiträgen findet man viele neue Tipps und Tricks, um großartige Gerichte zu kochen. Heute bin ich zum Mittagessen eingeladen. Meine Mutter meinte, ich soll pünktlich um 14 Uhr bei ihr sein. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, weil meine Arbeit mich stresst. Ich bin eine Anwältin und muss sehr viel erledigen. Vor lauter Arbeit habe ich tatsächlich vergessen, etwas zu essen. Glücklicherweise kocht meine Mutter etwas Leckeres. Ich bin mit dem Auto unterwegs und komme endlich bei ihr an. Als ich aus dem Auto aussteige, rieche ich das Essen schon. Ich bin sehr gespannt, was es zum Essen gibt. Meine Mutter hat wohl mein Auto gehört, denn sie öffnet bereits die Tür. Wir begrüßen uns lächelnd und umarmen uns, als hätten wir uns seit Jahren nicht mehr gesehen. Meine Mutter und ich haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich betrachte sie als meine beste Freundin. Wir reisen manchmal zusammen. Ab und zu gehen wir in die Stadt und reden über verschiedene Themen. Ich begleite meine Mutter in ihre Wohnung rein. Sie zeigt mir die frisch zubereiteten Ofenkartoffeln, das Gemüse und das Hähnchen. Das Essen sieht super aus. Ich nehme mir einen Teller und bediene mich reichlich. Meine Mutter legt sich ebenfalls Essen auf ihren Teller. Wir setzen uns an den Tisch und beißen in das köstliche Essen hinein. »Warum ist dein Essen nur so lecker, Mama?« frage ich neugierig. »Ganz einfach, weil es mit Liebe gemacht ist«, antwortet meine Mutter lächelnd. Kleinanzeige. Gestern ging mein Schreibtisch kaputt. Ich legte ein dickes Buch drauf und bumm, alles fiel auf den Boden. Deshalb brauche ich dringend einen Schreibtisch. Ich lerne oft und viel. In meinem Bett oder in der Küche kann ich mich aber nicht konzentrieren. Mein großes Problem ist aber, ich habe kein Geld. Ich bin Studentin und verdiene nur wenig Geld im Monat. Meine Freunde erzählen mir, dass ich bei den Kleinanzeigen nachschauen soll. Dort verkaufen viele Menschen aus Deutschland ihre alten Möbel. Früher gab es nur in Zeitungen Anzeigen. Heute geht das einfacher und schneller. Es gibt viele Internetplattformen, auf die jeder Annoncen stellen kann. Schnell finde ich 3 Schreibtische, die unter 50 € kosten. Ich schreibe die Besitzer an, aber niemand antwortet mir. Das ist normal, erklärt mir meine Freundin Lisa. Die 4. Person antwortet mir endlich. Der Schreibtisch ist leider schon verkauft. Mist,
Ich hasse die Kleinanzeigen. Doch plötzlich taucht eine Anzeige auf. Der Schreibtisch sieht nicht nur fast wie neu aus, sondern ist auch noch hübsch. Du kannst ihn heute Abend abholen. Hier ist meine Adresse, schreibt der Verkäufer und ich bin glücklich. Ich mag die Kleinanzeigen doch.